Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Courage Skyline Talk, den ersten in diesem Jahr, in einem sehr ereignisreichen Jahr. Am 20. Januar die Inauguration von Trump und am 23. Februar Wahlen in Deutschland. Ich denke, es wird nicht langweilig werden. Von daher freue ich mich ganz besonders, heute wieder den USA-Experten und Geostrategen Dr. Josef Bramel sprechen zu können. Josef, herzlich willkommen. Hallo, liebe Claudia, schön dich wiederzusehen. Ja, geht mir ebenso. Josef, fangen wir doch gleich an in medias res. Es sind genau 9 Tage, seit der neue Präsident offiziell im Amt ist. Kaum zu glauben. Ich habe das Gefühl, es ist viel länger. So fühlt sich zumindest an. Welche deiner Prophezeiungen sind so eingetroffen und welche vielleicht hättest du so auch nicht erwartet? Prophezeiungen überlasse ich dann denen von Gott Gesandten, Trump und anderen. Er hat ja in seiner Amtsantrittsrede deutlich gemacht, dass Gott wollte, dass er Amerika wieder groß macht. Also da muss man schon auf Offenbarer hören, wenn es um Prophezeiungen geht. Ich mache ja Szenarien. Wir alle haben nicht den Kaffeesatz, um die Zukunft voraussagen zu können. Aber ich war nicht überrascht, dass Trump wiedergewählt wurde. Wer meine Interviews vorher gehört hat und meine Einschätzungen gelesen hat, konnte davon ausgehen, dass ich nicht allzu viel auf Kamala Harris gesetzt habe, dass ich auf Ja. Trump gesetzt habe. Und auch mein Co-Autor Matt Burrows, wir beide haben bereits ein Buch vorbereitet. World to Come, The Return of Trump and The End of the Old Order. Und das haben wir bereits vor Trumps Wahlsieg angefangen zu schreiben. Wir haben auch einen Verleger gefunden, einen internationalen, der das mit uns mitgegangen ist. Die deutschen Verleger haben auf Harris gesetzt und haben mir angeboten, etwas über Kamala Harris zu schreiben, weil sie doch so nett lächelt und was wir da von den Amerikanern lernen könnten, um ein wenig geschmeidiger und friedlicher und wieder ja netter zueinander zu sein. Ich habe das dankend gelehnt, mit der Begründung, dass ich nicht glaube, dass die wirklich eine Chance hat. Und selbst wenn sie es würde, dann könnten wir nicht allzu viel von ihr lernen, weil das dann doch eine andere Baustelle ist in Amerika als hier. Wann können wir denn mit dem Buch rechnen? Es kommt Mitte Februar raus. Matt und ich haben jetzt vor 2 Tagen den letzten Schliff hineingetan. DeepSeek war ein Gamechanger, ein Sputnik-Moment für die Amerikaner. Das haben Matt und ich ähnlich eingeschätzt, dass die Chinesen irgendwann zeigen würden, dass sie auch nicht, ja, auf der Brennsuppe dahergeschwommen sind. Also auch die wissen, haben schon den tiefen Teller erfunden. Wir sollten uns da nicht so viel einbilden und meinen, wir wären da so viel voraus und eben hier einen Wirtschaftskrieg vom Zaun zu brechen, wie das Biden gemacht hat mit dem Chips Act, war aus unserer Sicht sinnlos, weil China dann andere Wege finden würde. Und jetzt Hm. sind wir soweit und jetzt gibt es ganz große Aufregung, nicht nur in Sicherheitsdienstkreisen, sondern auch an den Märkten. Wir haben ja gesehen, was da alles abgeschmiert ist. Ja. Nvidia allein hat 600 Milliarden an einem Tag verloren. Ja, leider Gottes, ja, ist so. Aber Josef, ansonsten, welche Maßnahmen hattest du wirklich erwartet und sind auch so eingetreten? Und was ist aus deiner Sicht vielleicht unerwartet? Zum Beispiel die Geschwindigkeit, mit der Trump wirklich am Tag der Wahl noch mit den ersten Dekreten begonnen hat. Wie siehst du das? Hast du das so erwartet? Weder der Umfang noch die Geschwindigkeit haben mich überrascht. Ich kenne die Leute, die im Hintergrund arbeiten, habe da schon ein bisschen länger Kontakt mit denen. Mhm. Die haben ja in diesem Project 2025 bei der Heritage Foundation schon viel vorbereitet, kennen die auch im kleineren Kreis. Ist erschreckend, es sind jetzt nicht die klugsten Köpfe, die Amerika zu bieten hat, aber dann Ich doch hoffe, ich darf noch künftig. sehr loyale Menschen, die Trumps Ring geküsst haben, um nicht ein Körperteil zu nennen. Okay. Und das heißt, es gibt nichts weiter zu berichten, als alles so eingetroffen, wie du angenommen hattest. Nochmal, ich bin kein Prophet, ich kann den größeren Rahmen einschätzen und wer sich dafür interessiert, sollte bitte in das Buch reinschauen, ob jetzt da jede kleine Äußerung von ihm dann so umgesetzt wird. Ich Hm. glaube, da müssen wir ein bisschen entspannter rangehen, aber es gibt Rahmenbedingungen, die auch für Trump nötig sind. Nehmen wir die geopolitische Lage, die wird auch Trump nötigen, das eine oder andere zu tun, was ihm nicht schmeckt. Ja, nehmen wir die Ukraine, ja. Sagt ja innerhalb von 24 Stunden. Wie siehst du das? Was ist da deine Einschätzung? Meine Empfehlung an unsere Fernsehzuschauer und Zuschauerinnen, Wähler und Wählerinnen, nehmen Sie nicht alles für bare Münze, was Sie im deutschen Wahlkampf hören. Und ich würde auch nicht alles auf die Goldwaage legen, was Trump sagt. Mhm.
Okay, also man kann zusammenfassen, eigentlich alles so eingetreten, wie von dir vorher. Nein, eben nicht. Ich versuche dich jetzt schon zum dritten Mal zu korrigieren. Ich bin kein Prophet, ich bin nicht so anmaßend und Ja, das wir haben ja alle dein Buch informiert. gelesen. Wir haben deine Ich Vorträge kann die gehört, Josef. größeren Rahmen, versuche ich einzuschätzen. Ich biete Deutungsangebote an. Aber diejenigen, die jetzt da prophetisch aufgetreten sind, Kamala Harris da ausgerufen haben in der einen oder anderen Lokalzeitung, die wurden jetzt eines Besseren belehrt. Und auf diese Dummheit lasse ich mich nicht ein und auch nicht zum dritten, vierten Nein, Mal zu Josef, richtig. provozieren. Verstehe ich auch absolut, nur deine Vorträge haben wir alle gehört, ich besonders regelmäßig, von daher weiß ich, was du gesagt hast. Und ich weiß auch, es stimmt, es ist so eingetreten, auch wenn du kein Prophet bist. Das sehen wir Da macht anders. man sich nicht beliebter, wenn man sagt, ja, ich habe es euch doch schon gesagt. Da kommt man Ich immer ein bisschen weiß, als ich weiß. besserwisserisch dazu. Danke, dass du mir die vierte Gelegenheit dazu gegeben hast, jetzt hier unsympathischer rüberzukommen. Du kommst nicht unsympathisch rüber, weil ich habe es ja auch nochmal bestätigt. Also alles wunderbar. Ja, man muss, mein Butter bei die Fisch, es ist, wie es ist, ja. Aber kommen wir doch zur nächsten Frage. Welche der ersten Entscheidungen von Donald Trump sind besonders relevant für Deutschland? Und warum siehst du hierbei nur Risiken oder auch gegebenenfalls sogar Chancen? Allgemein würde ich eine große Chance sehen. Trumps Rückkehr ins Weiße Haus ist die Chance für Deutschland, eine Führungsrolle in Europa zu übernehmen. Wir haben jetzt auch die Chance mit einer neuen Regierung. Wir brauchen jetzt eine neue Regierung, die tatkräftig ist, um Europa aufzustellen. In einem positiven Szenario kriegt Trump irgendwann den Karlspreis für europäische Einigung. Wenn die Demütigungen, die er uns zufügen wird, da kommt noch Ja. einiges, wenn die nicht reichen, um unsere nationalistischen Egoismen zu überwinden hier in Europa, und da spreche ich nicht nur von Deutschland, sondern auch von anderen Ländern, dann weiß ich nicht mehr, was es braucht, um Europa endlich auf die Vorderbeine zu stellen. Ja. Ich bin gespannt. Erstmal auf den 23., dann auch auf die Einigkeit von Europa. War das Da eine Frage oder eine Feststellung? Nee, das war eine Feststellung von mir, aber ich hatte jetzt noch ein bisschen mehr erwartet, ganz ehrlich, von dir, Da wo du müsstest du deine fragen, was Erfahrung du siehst in erwartest. Deutschland. Ich will dich jetzt da nicht korrigieren. Wir haben die Josef, du Wahlen bist ja ja heute in und richtig werden guter sehen. Stimmung, ich sehe schon, aber das macht Freude. So soll es ja auch sein, ne? Soll ja nicht nur ein braver Monolog sein. Prima, wenn die Frage damit beantwortet ist, lassen wir Welche es. Frage hast du gestellt? Vielleicht habe ich sie auch nicht verstanden. Ob du Chancen, Risiken, nur Risiken siehst Ja. oder eventuell auch Chancen siehst für Deutschland. Der Aspekt der Chance wird mich noch interessieren. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt eine Chance. Die Leute wissen, worum es geht. Wir brauchen jetzt eine handlungsfähige Regierung. Vielleicht sind die Wähler jetzt so schlau und wählen diejenigen, die auch Kompetenz haben. Wir brauchen jetzt kompetente Leute. Also diese Boygroup, die wir vorher hatten, wird es nicht mehr tun. Da draußen tut sich einiges. Da hat sich viel zusammengeschoben und wir brauchen jetzt wirklich eine handlungsfähige Regierung, die auf ja, Europa schaut. Und wer jetzt meint, hier im Klein-Klein, im kleinen Deutschland, da hier diesen weltverändernden Bewegungen etwas entgegenhalten zu können, der hat noch nicht zu Ende gedacht. Also jeden, der jetzt da wirklich die nationalistische Lösung sucht, den würde ich bitten, mal den Blick zu weiten und vielleicht auch mal Mhm. internationale Zeitungen zu lesen, wenn er es über die Deutschen nicht so mitkriegt, was da draußen vorgeht. Okay, danke, Josef. Was auch sehr beeindruckend ist aktuell, finde ich, Big Tech. Ja, es hat noch nie einen solchen Einfluss gegeben auf die Politik wie heute, so aktiv in den Medien. Ich spiele natürlich jetzt auf Trump an. Finanzielle Unterstützung, Unterstützung während des Wahlkampfs, selber auf der Bühne dabei gewesen zu sein. Und auch ansonsten, sagen wir mal offen, die Manipulation der Medien, seine eigenen Medien wie X. Sind wir zurück in der Zeit der Räuberbarone? Dort hat es ja auch bereits Einfluss gegeben, aber anders, indirekter, subtiler. Und wie wird Trump vor allen Dingen damit umgehen? Wird er deregulieren und das weiter unterstützen? Dass Geld in Amerika, vor allem bei Wahlkämpfen, eine Ja. Rolle spielt, ist eine Binsenweisheit. Viele merken es erst, weil jetzt einer, der Geld gegeben hat, ja seinen Narzissmus auslebt, Elon Musk. Der tanzt jetzt überall rum, weicht keinen Zentimeter vom Präsidenten. Und wenn es das gebraucht hat, um zu verstehen, dass in Amerika viel Geld eine Rolle spielt, dann ist es gut so. Aber diejenigen, die wirklich einen Einfluss haben, sind im Hintergrund, die sind schlauer als Musk. Musk wird wahrscheinlich nicht eine Eintagsfliege, aber irgendwann abserviert werden, dann nämlich, wenn er zu viel Licht vom Herrn und Meister Trump abnimmt. Also Hm. da gibt es massive Einflüsse im Hintergrund von denjenigen, die wollen, dass der amerikanische Staat nicht reguliert und besteuert. Da fließt sehr viel Geld hinein.
Und das kann man über den Gesetzweg machen, dass man eben auch Kongresswahlen massiv beeinflusst. Auf die schaut fast keiner. Da werden Ja, auch Senatoren und Abgeordnete ausgesucht, die einen Eid schwören müssen vor laufender Kamera bei Grover Norquist. Beim Wednesday-Meeting würde ich jedem mal raten, der ein bisschen das System verstehen will, in Amerika da teilzunehmen. Also die schwören Eide, dass sie nie in ihrem Leben Steuern erhöhen würden und ja, dann auch deregulieren wollen, ganz im Interesse der Geldgeber, die eben auch hinter Grover Norquist und anderen stehen. Also, wenn es dann nicht über den Gesetzweg geht, dann geht es vielleicht auch vor den obersten Gerichtshof, vor den Supreme Court. Und da wurden eben auch schon Leute ausgesucht, die eben dieses ja, staatskritische Gedankengut auch haben. Also, das ist schon sehr viel länger der Fall. Ich habe versucht, vor Trumps erster Wahl darauf hinzuweisen, wollte ursprünglich das Buch Plutokratie, also ja. Geldherrschaft in Amerika nennen, aber der Verleger sagte, das versteht keine Sau. Also nennen wir es auf Kosten der Freiheit, haben eine verrostete Freiheitsstatue draufgetan. Und das ist übrigens auch das Bild, das Biden bemüht hat vor seinem Abgang. Er hat ja davon gesprochen, dass der ja, militärindustrielle Komplex, den auch einer seiner Vorgänger bemüht hat, Eisenhower 61 in seiner Abschiedsrede, er hat davor gewarnt und dass da jetzt eben sehr viel Geld, Industrien noch dahinter Ja. stünden und das Ganze noch gefährlicher machten. Wer sich nochmal die Mühe macht, in das Buch reinzuschauen, das hat man ein paar Jahre früher schon sehen können, dass sich da was grundlegend verschiebt. Trump sei Dank sind jetzt auch die einen oder anderen aufgewacht und merken, dass da Geld und vor allem auch der militär-geheimdienstliche Komplex im Hintergrund eine massive Rolle spielt, die Wie ihm auch siehst du mündlich an eigentlich eine Hand. seinen, ja, wie siehst du seinen Einfluss auf den Rest der Welt? Das ist ja nicht nur Amerika, er hält sich ja da nicht begrenzt. Auch unsere Wahlen beginnt er mit zu beeinflussen. Also hat er schon faktisch und nicht uns alleine. Amerika ist eine Weltmacht, das heißt, was Amerika macht, verändert die Welt, um es einfach zu sagen. Also wenn Amerika seine militärische oder wirtschaftliche Macht einsetzen, dann kuschen andere oder halten dagegen und es kann zu Wirtschaftskriegen kommen, auch zu heißen Kriegen. Das darf man nicht unterschätzen und genau das müssen wir Ja, verhindern. Was Amerika, und da würde ich jetzt nicht nur Trump benennen, nicht wirklich verstanden hat, dass diese Welt multipolar geworden ist. Also, dass es mehr Mächte gibt, die auch was mitbestimmen wollen. Aber in Amerika, ja, vor allem in den amerikanischen Eliten, lebt man noch von der Vorstellung, dass Washington allein bestimmt, was Sache ist. Und das macht das Ganze gefährlich, weil eben China sich nicht daran hält, Russland auch nicht. Und viele Länder im globalen Süden auch die Nase von dem voll haben, was wir, der Westen, denen vorgeben. Und auch die Institutionen, die eben nach dem Zweiten Weltkrieg von Amerika aufgebaut wurden, werden nicht mehr vom globalen Süden so anerkannt und werden ohnehin eingerissen, jetzt auch von der Nation, die sie aufgebaut hat, von Amerika. Und da hat Trump massiven Einfluss. Aber er ist nicht der Einzige. Ich würde behaupten, Trump ist nur der Sargnagel der alten Ordnung, an die wir uns hier in Deutschland, Europa so sehr gewöhnt haben. okay. Ja, du weißt, es gibt einen Punkt noch, den ich persönlich als sehr wichtig erachte, immer wieder erwähne deshalb, das ist das Thema Kommunikation. Was bedeutet die Deregulierung, die eintreten wird durch Trump? Eben auch für Unternehmen wie Meta oder X, vor allem die Folgen, die wir, was uns betrifft, ja. Kommunikation, jeder kann posten, mehr oder minder, was er möchte. Es macht mir Angst, Josef, ja, es macht mir wirklich Angst, muss ich sagen, ja. Du weißt überhaupt nicht mehr, was stimmt, was ist Fake News, was ist, ja. Und diese Einordnung findet einfach nicht mehr statt. Ich glaube, wir in Deutschland müssen auch sehen, wie wir damit umgehen. Aber wie siehst du das? Da würde mich deine Expertenmeinung wirklich nochmal sehr interessieren. Bin jetzt auch nicht so begeistert, was die sogenannten Qualitätsmedien uns anbieten, um ehrlich zu sein. Also für mich ist jetzt sicher, das ist nochmal ein Qualitätsschritt, aber ich würde jedem raten, der sich informieren will, wirklich auch umfassender sich zu informieren. Wer das beruflich machen kann, muss es ohnehin tun. Also ich glaube auch, dass diese sozialen Medien vielleicht überbewertet werden. Da frönen viele ihrem Narzissmus, da senden viele und senden und meinen, dass die ganze Welt ergriffen ist, wenn sie wieder mal teilen, was sie machen. Und auch ich denke, dass vielleicht auch dieser Einfluss der Medien überbewertet wird. Wir haben ja immer gemeint, die Medien
Betreibenden haben jetzt Einfluss auf Trump und hin und her und haben sie gesehen. Wir haben sie gesehen dann, wie sie da standen, wie die Bittsteller da bei der Inauguration und haben sich dann doch wieder dem Hintern Trumps angenähert und ja, sind ihm zu Kreuze gekrochen, um es jetzt wirklich mal deutlich zu machen. Also wer hat hier Einfluss auf wen? Wir müssen schauen, dass eben die Mächtigen dann immer schon Medienkanäle kontrolliert haben und Ja. es ist so. Und jeder Mensch, der sich zu denken traut, muss seinen eigenen Verstand bemühen und auch vielleicht mal was denken, was jetzt nicht konform ist. Weil ich sag mal, die jüngere Generation besonders informiert sich fast gar nicht mehr über die klassischen Medien, sind nur noch unterwegs auf TikTok und auf Social Media. Und entsprechend sieht man dort auch, ja, Claudia, ich würde dir empfehlen, Dampfung. such dir einen Medienexperten. Du Ja, verschwendest die Zeit deiner Hörerinnen und Hörer, wenn du mich nimmst, der jetzt da nicht wirklich so tief drinnen ist und auch nicht das Nutze mich im Amerika-Bereich. Ich habe dir angeboten, dass ja ein Sargnagel der alten Welt, vielleicht wäre eine interessante Frage, von welcher Welt redest du, die nicht mehr da ist? Was ist die neue Welt? Da kann ich dir was dazu sagen, aber von diesen äh, ja, Medien. doch anderem Thema würde ich jetzt von Abstand nehmen. Ich denke, man erkennt einen Experten daran, dass er nicht über alles schwadroniert. Ja, okay, Das ist fair enough. definitiv nicht mein Fair Experten. enough. Ich habe gehofft, dass wir da, du vielleicht ein bisschen Hintergrundinformationen, weitere Ich Informationen bin da hast. kein Experte, da gibt es bessere. Müsstest du mit denen dann reden, wie jetzt die Jugend sich jetzt kommunikativ verhält, ist nicht mein Thema. Okay, fair enough, fair enough. Dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. Und Europa ist gespalten, Deutschland wirtschaftlich geschwächt. Was sollte Deutschland jetzt auf jeden Fall vermeiden, um wieder auf die Überholspur zu kommen, sag ich mal? Wir müssen aufpassen, dass wir, ja, wenn wir jetzt sehr viel Geld für Militär ausgeben müssen, das nicht an Sozialleistungen sparen. Würde sagen, jeden Euro, den wir sparen an Butter und für Ja. Kanonen investieren, bringt uns weiter in dieses Butter-Kanonen-Dilemma. Ich würde sogar sagen, jeden Euro, den wir an Leistungen für Schulen, Kindergärten oder sonst was sparen oder Renten, wird dann extremistischen Parteien weiter Vorschub leisten, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Und ich denke, wir kommen nur aus diesem Dilemma raus, indem wir gemeinsame Schulden machen für eine gemeinsame militärische Ertüchtigung. Das kann über Europa laufen, wäre ideal, weil damit Mhm. könnten wir auch den internationalen Märkten Tiefe anbieten. Den Märkten, die schon sehr nervös sind, weil der Dollar vielleicht dann doch nicht mehr der sichere Hafen ist, denen eine Option zu geben, Risiko zu diversifizieren, in Eurobonds anzulegen und damit könnten wir den Euro auch zur Weltmitleidwährung etablieren. Das wäre wichtig in einer Welt, in einer neuen Welt, in der Wirtschaft als Waffe eingesetzt wird. Ich habe vorhin angedeutet, dass die alte Welt tot ist, also diese Wirtschaftswelt, in der es nach Recht und Ordnung ging, in dem der Freihandel und offene Märkte waren, die Welt ist vorbei. Wir sind jetzt in einer Welt des Merkantilismus. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir dagegenhalten, wenn die Amerikaner und auch andere Wirtschaft als Waffe einsetzen. Und wenn die Amerikaner den Dollar als Waffe einsetzen, brauchen wir eine starke Währung, die dagegenhalten kann. Also es würde alles in diese Richtung gehen, auf eine umfassendere Ebene. Und ich hoffe, dass wir dann eben die Staatsmänner haben, die aus dieser Chance, die jetzt auch Trump bietet, uns derart unter Druck zu setzen, unser Mhm. Außenhandelsüberschüsse vorzurechnen, die eigentlich nur eine logische Konsequenz der amerikanischen Verschuldung sind. Also daraus Kapital zu schlagen und das Geld nicht alles nach Amerika zu geben, ergriffen zu sein, weil die so schön mit unserem Geld da wirtschaften können, alles auf Pump erwirtschaften können, dass wir das Geld vielleicht in Europa lassen, hier nicht nur für unsere militärische Ertüchtigung investieren, sondern auch digital und vieles mehr, um hier wirklich Europa besser aufzustellen. Ich denke, das ist eine Riesenchance. Wir sollten das nutzen. Okay. Josef, ganz herzlichen Dank. Gibt es noch irgendwas, was du so abschließend gerne mitgeben möchtest den Zuschauern? Ich würde allen raten, genau hinzuschauen, was passiert, Trump ernst zu nehmen. Ich glaube, das so lustig das manchmal sein mag. Wir müssen ihn nicht immer wörtlich nehmen, aber wir sollten ihn ernst nehmen. Ich glaube, bis dato hat ihn keiner ernst genommen und wörtlich, das war vielleicht andersrum wäre besser. Er Mhm. ist der Präsident der nach wie vor mächtigsten Nation dieser Welt und wenn Amerika was macht, dann macht es auch mit uns was. Mhm, mit Sicherheit. Josef, ganz herzlichen Dank. Ich danke dir, liebe Claudia.